Moin und herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Ob bei Körpertemperatur oder Fahrzeugtemperatur, beide stehen unter ständiger Beobachtung. Bei der Körpertemperatur reden wir von Werten zwischen 35 und 40 Grad, im Fahrzeug sind wir deutlich breiter aufgestellt. Dort haben wir Werte von minus 40 bis plus 150 Grad. Bei Abgastemperaturen liegen wir deutlich höher. Damit diese Temperatur immer übermittelt werden können, haben verschiedenste Sensoren verschiedenste Reaktionszeiten. Bei Temperaturensensoren im Kühlmittelbereich reden wir von 15 Sekunden, aber bei den Abgastemperaturensensoren sind wir deutlich schneller, dort reden wir von Zeiten unter einer Sekunde. Die Funktionen von den Fieberthermometern und von den Temperatursensoren sind sehr ähnlich. Wir haben hier am Fieberthermometer einen Sensor und hier eine digitale Anzeige. Im Fahrzeug gibt es verschiedenste Sensoren. Es gibt Sensoren für die Außentemperatur, für die Ladelufttemperatur oder für die Kühlmitteltemperatur. Aber auch die Klimaüberwachung ist sehr wichtig, damit wir als Fahrer einen kühlen Kopf bewahren. Die Temperatursensoren gibt es in verschiedenen Bauformen und Funktionen. Hier haben wir zum Beispiel einen NTC-Sensor. Bei dem ist es wie folgt: Bei steigender Temperatur werden die Widerstandswerte geringer. Bei den PTC-Sensoren ist es genau andersrum. Diese Widerstandswerte ändern die Spannungswerte, die an das Steuergerät übermittelt werden. Alle Sensordaten sammeln sich in diesem Steuergerät, die verschiedene Aktionen starten, wie zum Beispiel Aktoren betätigen. Unabhängig vom Einsatzgebiet müssen die Sensoren sehr robust sein. Sie müssen Vibration, Öle, Außentemperatur sowie verschiedenste Einflüsse wie Staub, Schmutz und Wasser standhalten. Wir haben hier mal die Prüfung für die Versorgungsspannung aufgebaut. Wir sind hier direkt über den Stecker gegangen. Zündung ist an, das heißt, hier kann man erkennen, 5 Volt liegen an. Das ist in den meisten Fällen so, das kann aber von Hersteller zu Hersteller abweichen, daher einmal die Sollvorgaben überprüfen. Ja, wir haben dann die Versorgungsspannung liegt an, das heißt, wir müssen den Sensor nochmal genauer überprüfen. Dafür haben wir bei uns im Hause die verschiedensten Prüfstände, um das direkt zu überprüfen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Ist-Werte braucht oder verschiedene Sollwerte, wendet euch gerne über die Part Specialist App an unseren Helpdesk. Damit wir die Funktion im Fahrzeug gewährleisten können, wurde im Rahmen des DTQS ein Temperaturschrank angeschafft. Jetzt schauen wir uns mal etwas genauer an. Hier drin werden keine Pizzen gebacken, sondern wir haben 2 Sensoren vorbereitet, einmal einen Originalartikel und einen DT-Artikel. Diese beiden Artikel werden miteinander verglichen. Der Temperaturschrank fährt ein Programm ab. Hier haben wir ein Zeitprogramm über 3,5 Stunden. Er fährt runter auf minus 20 Grad und fährt dann hoch auf plus 140 Grad. In diesen Bereichen regeln die meisten Temperatursensoren. Wir starten einmal das Ganze. Das heißt, man kann schon hören, er fährt langsam runter. Zeitgleich, damit die Daten ermittelt werden, starten wir hier ein Programm. Wie schon erwähnt, das dauert jetzt 3,5 Stunden. Damit das nicht so lange dauert, haben wir schon mal was vorbereitet, beziehungsweise wie wir sehen können. Hier haben wir einmal das Ergebnis, das Endergebnis. Wir sehen bei unserer Dokumentation, wir ermitteln die Widerstandswerte immer in 20 Grad Schritten, von minus 20 Grad bis 140 Grad, mit unseren gewissen Toleranzen. Ist alles soweit in Ordnung, aber damit wir auch bei der Funktion erkennen können, ob es irgendwo einen Fehler gab oder irgendwo Widerstandprobleme, können wir hier an unserem Diagramm erkennen, dass soweit alles in Ordnung ist. Und somit können wir gewährleisten, dass die Funktion nicht nur am Laptop gegeben ist, sondern auch bei euch im Fahrzeug. Hier haben wir einmal verschiedenste Temperatursensoren. Hier vorne haben wir einmal einen Sensor, der sitzt im Luftansaugtrakt des Fahrzeuges. Hier haben wir einmal einen Sensor, der ist für die Außentemperatur, der sitzt zum Beispiel im Spiegel. Hier haben wir mal verschiedenste Kühlmitteltemperatursensoren. Hier sehen wir schon die unterschiedliche Bauform. Hier haben wir nochmal eine Bauform mit Kabel und den passenden Repsatz dazu. Bei den Abgastemperatursensoren haben wir auch verschiedenste Bauformen. Diese und weitere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen bei den Temperatursensoren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.